Also wenn ich morgens so rausschaue, dann habe ich das Gefühl, als ob der Frühling schon so ein ganz kleines bisschen in meiner Nase kitzelt. Oder aber es ist vielleicht doch nur der Mehlstaub, der sich durch das viele Brotbacken und Mehlmahlen in meinem Abstellraum breit gemacht hat. Dazu kommt noch der Staub vom Wäschelegen und weil ich mein Räumle in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe ich mir vorgenommen, dass genau heute der richtige Tag für einen gründlichen Vorfrühlingsputz ist. Ich nehme mir Zeit, meine Mühle und meine Flockenquetsche und meinen gesamten Abstellraum am Vordermann zu bringen und mal wieder richtig klar Schiff zu machen. Also, wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten und euch ein kleines bisschen Motivation zu holen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Manchmal denke ich, ach, Hund müsste mal sein. Der Maxe, der hat's gut. Während der hier entspannt, muss ich wieder ran. Und diese Putzerei ist manchmal echt eine never-ending Story. Kaum ist man hinten fertig, kann man vorne schon wieder anfangen. Dabei würde ich auch manchmal lieber auf dem Sofa liegen bleiben und ein gutes Buch lesen. Aber es nützt nichts. Es führt kein Weg dran vorbei. Wat mut, dat mut. Ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, dass ich letztens ein ganz interessantes Buch gelesen habe. Und zwar heißt das „Die Kunst des achtsamen Putzens“ von einem Mönch namens Shokai Matsumoto. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und in dem Buch stehen wirklich ganz interessante Dinge drin. Wenn man sauber macht, dann soll man die Dinge mit Sorgfalt behandeln. Das mache ich ja. Das hält nicht nur die Sachen länger in Schuss, sondern zeigt auch den Respekt für all die Arbeit und die Materialien, die da eben drin stecken. Man sagt ja auch, wie im Innen, so im Außen. Also wenn der Staub verschwindet, dann klären sich auch die Gedanken. Und indem man respektvoll mit den Sachen umgeht, ordnet man auch die Gedanken und schafft eine Harmonie, sowohl innen als auch außen. Seit ich das verinnerlicht habe, hilft es mir auch, mit einer ganz anderen Einstellung an die immer wiederkehrenden täglichen Aufgaben zu gehen. Man kann sich zwar darüber beschweren und herumjammern, aber trotzdem müssen sie irgendwann gemacht werden. So ist das nun mal. So, nur genug philosophiert, der Kaffee ist alle, noch schnell ein paar Wäschestücke aufgehangen und dann geht's los. Ich fange am besten mal damit an, meine Mühle zu putzen. Die ist bei uns ziemlich häufig im Einsatz, da ich gar kein Mehl mehr kaufe, sondern nur noch Getreidekörner und alles, was ich brauche an Mehl, mahle ich frisch mit meiner Mühle. Wenn man das Gefühl hat, dass die Mahlsteine verklebt sind durch zu feines Mahlen oder zu feuchtes Getreide, kann man zwischendurch die Mühle immer mal wieder reinigen, indem man einfach Reis durchjagt. Ich habe jetzt hier einen Rest Risotto-Reis genommen, den habe ich einfach oben in den Einfüllstutzen reingegeben und habe ihn durch die Mühle laufen lassen. Und da kriegt man schon mal so feuchte Rückstände weg. Das kann man regelmäßig in Abständen machen. Den Reis hebe ich auch immer auf, den kann man nutzen, um Sachen anzudicken. Also das ist immer das Erste, das ich mache, wenn ich meine Mühle mal putze. Als nächstes gehe ich mit meiner Reinigungsbürste, die es extra von meinem Mühlenhersteller von Como für die Getreidemühlen gibt, vorne in diesen Auslaufstutzen rein und bürste das ganze Mehl, was sich da angesammelt hat, raus. Das kann man auch immer wieder zwischendurch machen. Ich habe auch noch nie das Problem mit Motten gehabt, was mir so viele geschrieben haben, wie man das verhindern kann. Ich habe so einen Korken, den ich da vorne reinstecke, immer wenn ich die Mühle nicht in Benutzung habe. Und wie gesagt, ich habe noch nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie Motten hatte. Um an die Mahlsteine ranzukommen, muss ich bei meiner Mühle einfach den Einfüllstutzen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und dann kann ich die Steine ganz normal rausnehmen und ja, dann bürste ich die auch einfach ab. Ich habe da auch so eine kleine Reinigungsbürste, die habe ich mir irgendwann mal bei Amazon gekauft. Und ja, das mache ich mit dem oberen Stein und mit dem unteren Stein auch. Man kann auch mit dem Staubsauger reingehen und das Mehl alles raussaugen. Ich habe dann die Mühle einfach umgedreht und den Staub rausrieseln lassen, den Mehlstaub. Und ja, so reinigt man einfach das Innenleben. Das ist wirklich ganz easy. Und wenn ich damit fertig bin, dann schraube ich das wieder zu
und mache außen noch das Gehäuse sauber und schon ist die Mühle wieder sauber. Nach meiner Mühle ist dann auch mein Flockman, meine elektrische Flockenquetsche dran mit Putzen. Auch das geht relativ easy. Man macht zuerst die Blende ab, die schiebt man einfach nur nach oben. Dann nimmt man das Flockwerk raus und kann ganz einfach mit der Bürste wieder alles schön reinigen. Ich nehme da wieder meine kleine schmale Bürste für den Außenbereich und die kleine Rundbürste, um dann schön in das Loch reinzugehen und die Walzen sauber zu machen. Und wenn ich dann alles schön sauber gemacht habe und alles rausgeknibbelt habe, die Reste rausgeschüttelt habe, schiebe ich das Flockwerk wieder rein. Man muss nur aufpassen, dass man hinten die Zahnräder wieder schön ineinander bekommt, sonst kommt man die Klappe nicht drauf. Da habe ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber wenn das schön drin ist, dann geht auch die Klappe wieder drauf. Dann wische ich alles außenrum noch ab, dass auch das Gehäuse schön sauber ist. Und dann stelle ich die Geräte erstmal beiseite. Die dürfen noch warten, bis ich mit dem Abstellraum fertig bin und sie wieder rüberziehen dürfen. Damit ich Platz habe, habe ich erstmal meinen Dörrautomat aus dem Abstellraum rausgeschoben. Den habe ich auf so eine Art Pflanzenroller. Das hatten wir noch im Keller, das Teil. Und da habe ich den draufgestellt und das ist ganz praktisch, wenn ich im Sommer nämlich draußen dörre, kann der Automat draußen stehen, weil es bei uns im Abstellraum im Sommer manchmal ziemlich warm wird und von daher ist das ganz easy. Dann habe ich mir noch die Leiter geholt und habe zuerst mal ganz oben auf dem Regal das ganze Zeug weggeräumt und abgewischt. Dann ging es weiter mit dem ersten Regal. Da habe ich in den oberen Fächern Boxen, wo Putzmittel drin sind und Zubehör vom Staubsauger, vom Wischmopp und Lappen. Und das habe ich alles rausgeräumt, habe die Fächer ausgewischt und dann noch die Gläser, wo mein Natron, Zitronensäure und so weiter alles drin ist. Die habe ich auch nochmal abgewischt. Ich habe das bei mir alles in Boxen drin, weil ich das sehr praktisch finde. Zum einen, weil ich da einen besseren Überblick habe und alles gut wiederfinde. Ich habe auch alles immer schön beschriftet, dass ich auch weiß, wo was ist. Und zum anderen finde ich, sieht es einfach ordentlicher aus. Darunter habe ich 6 Boxen, da gehören 4 zu unseren Wäschesammlern dazu. Die habe ich alle schön beschriftet, damit auch jeder weiß, was da reinkommt. Und das ist ganz praktisch, denn so eine Box heißt für mich, eine Maschine Wäsche ist voll. Und wenn da keine Wäsche mehr reinpasst, dann weiß ich genau, ich muss jetzt Wäsche waschen. Ich habe da auch immer meine Waschtage, Montag und Dienstag. Und die hinteren beiden Boxen, die sind für Papiermüll und Pappe und für die Sachen, die zum Glascontainer müssen. Die habe ich dann auch alle rausgenommen und ausgewischt. Und dann haben wir noch unten einmal ein Fach, wo unsere Getränkekästen hinkommen. Mein Mann nimmt immer gerne das Wasser, das gekaufte Wasser mit. Die Jungs und ich, wir trinken ja das Wasser aus unserem Wasserfilter, aber mein Mann möchte das nicht. Deshalb kauft er sich immer noch das Wasser in Glasflaschen. Und der Schreiner hat uns damals die Regale unten angeschrägt, dass die Kästen schön optimal reinpassen. Da haben wir ein Fach davon, wie gesagt, wo die Kästen reinkommen. Und in dem anderen Fach sind die Pfandflaschen, die wir sammeln zum Wegbringen und noch ein paar Getränke. Und ganz hinten habe ich meine Eimer und meine Schüsseln. Und das habe ich auch alles rausgenommen und noch ausgewischt und geputzt.
Falls Beschwerden kommen und die YouTube-Polizei wieder aktiv wird, wollte ich nur kurz anmerken, dass ich natürlich zuerst die oberen Fächer sauber gewischt habe. Ne? Man putzt ja immer von oben nach unten. Ich habe es nur im Zusammenhang jetzt erklärt wegen den Wäscheboxen und habe deshalb gezeigt, dass ich die mittleren Fächer ausgewischt habe. Aber ich habe natürlich oben angefangen und habe ein Regal nach dem anderen zuerst die obersten Fächer und dann weiter runter geputzt. Ich habe viele Gläser, weil ich alles in Gläsern aufbewahre. Ich dörre, ich fermentiere und meine Vorratshaltung ist halt auch komplett in Gläsern und die sind halt mal leer, mal voll. Deshalb habe ich immer einige auf Vorrat hier und die habe ich alle in meinem Abstellraum schön sortiert. Dann kann ich immer auf sie zugreifen. Und wie gesagt, das habe ich alles rausgenommen, die Gläser abgewischt und dann alles wieder in die Regale reingeräumt. Ich könnte immer stundenlang aus dem Dachfenster gucken, wenn der Rauch so aus dem Schornstein steigt. Aber ich hatte ja noch was zu tun. Die andere Seite hat noch auf mich gewartet. Ich habe dann erstmal alles von dem Aufsatzregal runtergeräumt und rausgeräumt und unter anderem auch den Toaster mal da weggenommen. Und der war voll gekrümelt bis oben hin. Dann habe ich erstmal in die Küche geschafft und habe dann die ganzen Krümel da weggesaugt, die sich da mit der Zeit so angesammelt haben. Und dann habe ich mal den Toaster anständig geputzt und versucht, die ganzen Krümel da rauszukriegen, aber das war gar nicht möglich. Also da waren so Ecken und Kanten, ne, da kriegt man nicht alles raus. Aber ich habe ihn erstmal so weit wiederhergestellt, dass er ordentlich und sauber war. Als wir damals eingezogen sind, habe ich den Schreiner gebeten, mir so ein Aufsatzregal auf die Arbeitsplatte zu machen, dass im Falle ich nicht mehr so viel Zeug habe, ich das Regal einfach runternehmen kann und bloß noch die Arbeitsplatte habe. Aber im Moment leistet mir das Regal noch gute Dienste. Ich habe dort 4 Körbe von Ikea drin, wo das Obst und Gemüse reinkommt, was nicht in den Kühlschrank soll. Und dann steht, wie gesagt, der Toaster noch da drin, der Flocker und die Mühle. Und das habe ich alles vorgezogen, habe dahinter die Spinnweben entfernt und dann alles wieder an Ort und Stelle gerückt. Dann im unteren Teil des Regals weitergemacht. Da habe ich auf der einen Seite so Sachen wie meine großen gusseisernen Töpfe, Waffeleisen, das Zubehör für meinen Wasserfilter. Dann sind Gewürze da drin, verschiedene Nudeln und ganz unten habe ich noch eine Kiste, wo das Zubehör für meinen Dörrautomaten drin ist und eine leere Kiste. Ich weiß auch nicht, was die da macht. Die könnte ich eigentlich mal wegräumen. Das habe ich alles ausgeräumt, ausgewischt. Auf der anderen Seite habe ich dann Vorräte wie Konserven, Gläser, da sind noch Gewürze drin und meine ganzen Nussmusse, das Tahin, Ghee und alles sowas. Auch das habe ich rausgeräumt, ausgewischt und alles wieder eingeräumt.
Wenn ich so eine Putzaktion starte, dann schaue ich auch immer meine Vorräte regelmäßig mit durch und gucke, ob sich da kein Ungeziefer oder irgendwelche Lebensmittelmotten eingenistet haben, was ja durchaus mal vorkommen kann, auch gerade wenn man viel mit Getreide arbeitet. Aber zum Glück hatte ich das schon lange nicht mehr, weil ich alles schön immer in Gläsern habe, fast alles. Und ich gucke dann auch, ob die Vorräte alle in Ordnung sind. Mindesthaltbarkeitsdatum, ja, bin ich jetzt etwas schmerzfrei, muss ich sagen. Ich habe auch, was die Vorratshaltung angeht, so ein rollierendes System. Wenn was neu gekauft wird, dann mache ich das immer nach hinten hin und nehme die älteren Sachen nach vor, dass es gar nicht vorkommen kann, dass man irgendwas vergisst. Und ich habe auch nicht mehr so viele Vorräte wie früher. Ich habe viel mehr Trockenvorräte und da bin ich ganz zufrieden damit. Ich habe dann noch die ganzen anderen Gerätschaften, die auf der Arbeitsfläche standen, wie den Apfelsaftständer, den Wassersprudler, den Airfryer geputzt und die Mikrowelle, dieses schwere Ungetüm vom Gefrierschrank runtergekeult. Was für ein schweres Teil. Also wenn es nach mir ging, wäre die schon lange rausgeflogen. Aber meine Männer bestehen drauf. Ich finde die ja so überhaupt nicht gut. Aber da ich nicht der einzigste Entscheidungsträger hier bin, muss ich sie wohl oder übel noch hier behalten. Und das habe ich alles geputzt und abgewischt und dann konnte ich auch die Mühle und den Toaster und den Flockman wieder hinstellen und mich um den Boden weiter kümmern. Unter der strengen Aufsicht von Max habe ich dann das ganze räumlich durchgesaugt und anschließend feucht rausgewischt. Ich nehme für den Kleinraum nicht extra meinen großen Wischmopp, sondern mache das mit der Hand. Ich habe so ein Bodentuch, das mache ich einfach nass und dann wische ich das auf allen Vieren. Da komme ich mit den Händen schön in alle Ecken rein und dann wird es gründlich sauber. Da ist mir der Aufwand zu groß, extra den Wischmopp zu nehmen. Und dann habe ich alles schön trocknen lassen, habe in der Zwischenzeit die Lappen, die ich benutzt habe, draußen aufgehangen, noch ein bisschen Sonne getankt, Wäsche abgenommen und als dann alles getrocknet war, habe ich dann auch den Dörrautomat wieder reingestellt.
Sodele, alles ist wieder an Ort und Stelle. Ich bin mit meinem heutigen Tagwerk zufrieden. Alles ist wieder sauber und frisch und der Mehlstaub ist entfernt. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens zu meinem heutigen Termin zur Thai-Massage gehen und mich richtig verwöhnen lassen. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und ihr konntet euch vielleicht die eine oder andere Motivation mit entnehmen und würde mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Ich lasse mich jetzt anständig durchkneten bei der Thai-Massage. Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ciao, ciao.